Hallo, wir sind Jessie und Roberto und diesmal gibt es ein etwas anderes Video von uns, denn wir beantworten endlich die Fragen, die ihr uns über Instagram und YouTube zugeschickt habt. Und dafür möchten wir uns auch nochmal herzlich bedanken. Genau, und um das Ganze zu vereinfachen, haben wir die einzelnen Abschnitte unterteilt, denn wir werden heute über Persönliches sprechen, über Vanlife im Allgemeinen und wie es mit uns weitergeht. Die einzelnen Abschnitte findet ihr unten in der Videobeschreibung, damit ihr das einfacher suchen könnt. Also, legen wir gleich los. Auch wenn man es mir nicht ansieht, ich bin halb Italiener, halb Spanier, in der Schweiz geboren, in der Schweiz aufgewachsen und die letzten 5 Jahre haben wir zusammen in Tschechien gelebt. Und da habe ich für ein Schweizer Unternehmen im Personalwesen gearbeitet. Und das Wichtigste ist, ich bin 41 Jahre jung. Ja, ich bin 29 Jahre alt und bin halb Tschechin, halb Österreicherin. Deswegen wollte ich auch vor 6 Jahren während der Studienzeit mal Tschechien als Lebensort ausprobieren. Da haben wir da die letzten 5 Jahre zusammen verbracht. Genau. Und ja, wie ihr merkt, ist ziemlich alles international. Und wir haben uns auch nicht in der Schweiz oder in Tschechien kennengelernt. Nein, wir haben uns in der USA, also in Florida, an einer Hochzeit kennengelernt. Ja. Und das Witzige daran war, dass Jessica kannte meinen Vater bereits aus ihrer Arbeit und ich kannte Jessicas Mutter aus der Arbeit, die ich in der Schweiz hatte. Ja, es war wirklich lustig, aber wir kannten uns ja noch nicht bis dahin. Wir kannten uns bis dahin nicht, ja, nein. Das war schräg. Zum Vanlife sind wir eigentlich rein zufällig gekommen, denn wir waren 2015, glaube ich, war das, als Backpacker in Südamerika unterwegs. Wir waren da in Chile, Bolivien und Peru und irgendwie hat uns da so die Flexibilität gefehlt, individueller zu reisen, die Zeit mehr zu genießen. Und als wir zurückkamen, habe ich per Zufall auf YouTube einen YouTuber gefunden, der mit seinem Kombi schon seit Jahren in Südamerika unterwegs war. Und das hat mich so fasziniert und irgendwie kam dann so die Idee, hey, wie wär's mal mit Vanlife? Ja. Und so hat sich das über die Jahre hinweg entwickelt. Chirpy kommt vom Englischen und ja, kann man so als munter, heiter, fröhlich übersetzen. Chirp heißt aber auch das Zwitschern von Vögeln und deswegen ja, dachten wir, das passt so zu uns, denn wir wollen ja reisen wie ein Vogel, frei sein und ja, wir konzentrieren uns gerne aufs Positive und sind gern fröhlich, also deswegen die Chirpy Travelers. Nachdem die Idee von Vanlife aufgekommen war, haben wir schon ziemlich schnell angefangen zu sparen und leben zurzeit effektiv nur vom Ersparten. Ja, mittlerweile kommt zwar auch ein bisschen was nebenbei rein, also zum Beispiel auf YouTube, da haben wir ja Werbung in unseren Filmen, da kommt was rein, vielen Dank fürs Zuschauen. Dann haben wir Affiliate-Links und ja, ab und zu findet sich auch ein großzügiger Spender, der uns einen kleinen Batzen überweist. Das hilft uns natürlich auch sehr. Ja, vielen Dank. Danke dafür, ja. Für die monatlichen Ausgaben haben wir uns Anfang der Reise ein Limit gesetzt und das waren 1000 €. Und darin mit enthalten sind eigentlich auch die Versicherungen und sonstige Spesen, die wir in Tschechien noch weiterhin haben und Abos. Ja, der erste Monat haben wir komplett überschossen, denn wir mussten ja, die Fähre buchen, PCR-Test. Es war eine ziemlich lange Reise von Prag nach Barcelona. Wobei im zweiten Monat... Da waren wir sogar drunter. Also ich glaube, man sieht, es ist schon machbar, ja, auf jeden Fall. Es dürfen halt keine großen Extrakosten anfallen, genau, aber ich glaube jetzt, wo wir wieder auf dem Festland sind. Ja, wir werden auf jeden Fall das Ganze ein bisschen beobachten und zur gegebenen Zeit sicherlich noch ein Video darüber machen, weil uns nimmt das ja auch Wunder. Ja. Mit dem Fahrzeug an sich sind wir sehr zufrieden, denn zum einen, wir kommen mit einer kompletten Tankfüllung etwa 800 Kilometer weit. Zusätzlich ist es sehr einfach in den Städten herumzufahren durch die Größe, die wir haben. Und bis jetzt hatten wir noch kein einziges Problem mit dem Fahrzeug. Ja, also sehr zuverlässig. Ja, sehr zuverlässig, ja. Vom Ausbau her würde ich sagen, hat sich das Konzept für uns auch bewährt. Also auch das Auf- und Abbauen des Bettes stört uns jetzt nicht so sehr. Ja, und auch sonst
das Gefühl, das man hat, wenn man da durchgehen kann, ich glaube, das ist es uns auf jeden Fall wert. Und bis auf ein paar kleine Anpassungen, die wir anfangs der Reise gemacht haben, ist eigentlich auch alles so, wie es war. Ja, also wir werden auch immer wieder angesprochen, Toilette, Dusche. Wir haben mobile Lösungen, aber ich glaube, da werden wir mal bei einer weiteren Folge oder bei einer Roomtour näher darauf eingehen. Eine Sache gibt es jedoch, die uns täglich nervt, und das ist der Gaskocher. Ja, wir müssen den jeden Tag auf- und abbauen. Und ja, für einen kurzen Kaffee ist es doch ein bisschen viel Aufwand. Genau. Und der ist ja recht groß, den wir haben. Drum, ja, ich denke, da werden wir sicherlich für die Zukunft eine andere Lösung finden. Und ja, wenn es soweit ist, werdet ihr es sehen. genau. Im Alltag hat sich auf relativ natürliche Weise, würde ich sagen, eine Art Routine eingestellt, wo zum Beispiel ich den Abwasch mache und Roberto trocknet ab. Oder zum Beispiel bin ich meistens eher der Navigator und Roberto fährt. Ja. Ich glaube, das passt so und das hat sich eigentlich relativ natürlich so ergeben. Also wir machen auch vieles zusammen. Also wir gehen eigentlich immer zusammen einkaufen, oder wenn wir Wäsche waschen gehen, dann machen wir das immer zusammen. Also ja. Ich denke, das hat sich einfach so jetzt mit der Zeit ergeben und das passt für uns, oder? Ja. Und wo wir halt auch noch Aufgaben verteilen, das ist so der Bereich von Social Media. Also Roberto verbringt viel Zeit mit dem Schneiden von Videos. Ich glaube, wie lange ist das etwa? Also ich denke etwa so zwischen 8 und 10 Stunden pro Video, also nur mit dem Schnitt. Und dann kommt natürlich noch das Hochladen auf YouTube und die Untertitel, die Jessica macht. Also wir übersetzen oder wir setzen auf allen Videos Untertitel in 4 Sprachen. Ja, einmal Deutsch und Englisch, wo ich dann auch tatsächlich wirklich drüber schaue, und Spanisch und Italienisch ist automatisch. Wir wollten es auch auf Tschechisch machen, aber da ist die Qualität einfach wirklich noch nicht da, wo wir sie brauchen. Ja, und ansonsten mache ich das meiste auf Instagram und allgemein so Kommentare und texterisch bin ich da zuständig. Ja. Es war für uns von Anfang an klar, dass es nicht immer nur schöne Strände, schöne Plätze mit schöner Aussicht und schönem Wetter sein wird. Das haben wir jetzt eigentlich in den letzten 4 Monaten auch immer wieder erlebt. Schlechtes Wetter oder halt, dass man irgendwo auf einem Parkplatz mitten in der Stadt übernachten muss. Aber grundsätzlich würde ich mal sagen, wir sind da nicht blauäugig in das Ganze reingegangen. Ja. Und ja, soweit passt es mehr oder weniger. Ja. Eine Sache, die mir extrem aufgefallen ist, wie schnell die Tage rumgehen. Also man hat gefühlt nichts gemacht, aber der Tag ist trotzdem schon rum. Und ich glaube, das kommt halt dadurch, dass wir uns immer weiter bewegen. Und ja, es sind immer neue Gegebenheiten, neue Plätze, neue Orte, neue Einkaufsläden. Und da muss man sich irgendwie immer jedes Mal neu finden. Und wenn man irgendwo mal angekommen ist, geht es schon weiter. Und das braucht extrem viel Zeit und auch Energie. Also, ja, doch, das nehme ich auch so wahr, ja. Eine Sache, die mir aufgefallen ist und was ich wirklich so nicht erwartet hätte, ist, wie viel Zeit wir am Computer verbringen. Also auch eben so diese Kleinigkeiten vielleicht, die du ja auch teilweise angesprochen hast, so E-Mails beantworten oder wie viel wir doch eben so Admin-Zeugs noch von Tschechien halt haben, wo wir da was fertig machen müssen. Einfach, ja, viel zu viel Zeit am Computer. Und ein Punkt wäre vielleicht noch, dass obwohl wir vorher ja 5 Jahre lang zusammen in einer Wohnung gelebt haben, merkt man es schon, dass wir jetzt auf 5 Quadratmetern 24/7 zusammen sind. Ja. Also auch das letzte Jahr waren wir nur im Homeoffice, also immer zusammen, aber wir hatten trotzdem ein Arbeitszimmer, wo sich der eine zurückziehen konnte. Und das haben wir jetzt nicht. Und ich glaube, es fehlt uns schon ein bisschen, so diesen eigenen Freiraum zu haben. Es ist wirklich einiges intensiver so. Auch, also wir gehen ab und zu mal einfach jeder für sich ein bisschen laufen oder verbringt ein bisschen Zeit für sich. Aber es ist halt auch nicht immer ganz einfach. Also, ja, also wenn es regnet, dann schicke ich Roberto halt nicht raus. Also manchmal schon. Nein. Ja, aber ich glaube, da finden wir noch unseren Groove. Ja. Die fleißigen Zuschauer unter euch, die wissen ja bereits, dass wir nicht mehr in Mallorca sind, sondern dass wir bereits auf dem Festland sind.
und uns südwärts bewegen. Ja. Wir wollen den Süden von Spanien relativ schnell durchmachen, denn es wird langsam richtig heiß. Und ja, bei kühleren Temperaturen unternimmt sich halt besser was. Ja. Deswegen machen wir jetzt den Süden von Spanien durch. Und dann lassen wir die Algarve aus und gehen bei Porto vermutlich nach Portugal. Wenn es möglich ist natürlich. Wenn es möglich ist. Und dann machen wir den Norden Spaniens, denn da hast du ja auch noch Familie, die wir besuchen wollen. Die werden wir sicherlich auch noch besuchen gehen. Ja, dann Nordspanien, eventuell die Bretagne und Normandie in Frankreich. Und danach müssen wir mal schauen, wie sich die Situation ändert. Ja. Denn unser eigentliches Ziel, also wieso wir eigentlich mit Vanlife gestartet sind, war eigentlich die Panamericana. Genau. Das wollten wir letztes Jahr schon bereits machen, was nicht möglich war. Vielleicht ist es Ende Jahr wieder möglich, nach Südamerika zu gehen. Wir wissen es nicht. Ja. Aber ich meine, ja, es ist halt schwer zu planen zurzeit, aber diese Sache hängt uns immer noch im Kopf. Also das behalten wir auf jeden Fall im Auge. Genau. Auch in die Zukunft blickend werden wir öfters gefragt, ob wir auch einen eigenen Hund haben möchten auf der Reise. Grundsätzlich ja. Also wir vermissen es schon sehr, einen Hund bei uns zu haben. In einigen älteren Videos hatten wir auch Baxi mit uns. Mit ihm haben wir aber geteiltes Sorgerecht, wir nennen das so, mit meiner Mama, und darum ist er jetzt auch bei ihr, nicht bei uns. Ja. Und ja, wir haben auch Luna richtig ins Herz geschlossen. Sie ist die Hündin von Laura und André. Ja. Aber die können wir ja nicht mitnehmen. Nein, aber wir haben uns da eigentlich auch nicht festgelegt, dass wir dann und dann einen Hund haben wollen. Wir haben gesagt, wenn da ein Hund zugelaufen kommt und das passt, dann gerne, aber wir werden das jetzt nicht erzwingen. Also es muss schon einfach passen. Obwohl ich ja finde, ein bisschen nachhelfen darf man mittlerweile. Aber ja, wir wollten ja auch erstmal im Vanlife ankommen. Ja. Und ja, jetzt können wir mal schauen, wie sich das so ergibt. Ja. Damit sind wir eigentlich auch schon am Ende angekommen. Danke nochmals für all die Fragen, die ihr gestellt habt. Auf jeden Fall. Gebt uns doch auch Bescheid, ob euch dieses Format so gefallen hat oder ob wir das vielleicht ein bisschen anders machen sollen in Zukunft. Und damit sehen wir uns wieder in einer Woche. Bis dann!